Im heutigen Coffee Break reden wir über FX Hedging. Soll man sein Portfolio gegen Währungsrisiken absichern? Mein Name ist Felix Niederer und ich bin CEO und Gründer von TrueWealth. Was ist Währungsabsicherung? Machen wir ein einfaches Beispiel. Ein Investor, der in US-Aktien investieren will. Fangen wir an ohne Währungsabsicherung. Es ist relativ einfach. Als Investor tausche ich meine Schweizer Franken gegen US-Dollar. Mit einem US-Dollar kaufe ich zum Beispiel einen ETF auf amerikanische Aktien, sagen wir auf den S&P 500. Dann bin ich 10 Jahre investiert, als Beispiel. Nach diesen 10 Jahren verkaufe ich den ETF wieder, ich komme dann US-Dollar über und ich tausche die US-Dollar zurück in Schweizer Franken. Nehmen wir an, es war ein gutes Jahrzehnt in Lokalwährung, also in US-Dollar, hat der S&P 500 eine schöne Rendite gemacht. Ist es auch eine schöne Rendite für mich in Schweizer Franken? Vielleicht, aber nicht unbedingt. Das hängt jetzt vom Kurs ab. Was hat der Schweizer Franken gegen den US-Dollar gemacht in dieser Zeit? Wenn sich der Schweizer Franken stark aufgewertet hat, dann ist die positive Rendite in Lokalwährung weggeschmolzen. Vielleicht habe ich sogar eine negative Rendite in Schweizer Franken. Machen wir das Beispiel mit Währungsabsicherung. Ist eigentlich genau gleich wie vorher, aber jetzt werden die US-Dollar nicht am Schluss verkauft, sondern schon am Anfang, auf Termin. Das kann man sich vorstellen, wie ein Währungswechsel zwischen einem US-Dollar-Konto und einem Schweizer Franken-Konto, aber mit einem Valutendatum ganz weit in der Zukunft. Das hat den Vorteil, dass der Wechselkurs schon am Anfang von dieser 10-Jahresperiode festgelegt ist, nicht nur für den Kauf der US-Dollar, sondern auch für den Verkauf der US-Dollar. Und damit ist das Währungsrisiko eliminiert. Das klingt eigentlich fast zu gut, um wahr zu sein. Denn die Zinskurve in US-Dollar ist aktuell einige Prozentpunkte über der Zinskurve in Schweizer Franken. Das heisst, zum Beispiel US-Treasuries rendieren einige Prozentpunkte höher als Schweizer Staatsanleihen mit einer ähnlichen Laufzeit. Aber der Unterschied der widerspiegelt sich auch in der Rendite von Aktien, wenn du sie nur in Lokalwährung anschaust. Warum ist das so? Das ist so, weil die Risikoprämie, die du in Aktien erwarten darfst, ist eine Prämie neben über der risikofreien Zinskurve in Lokalwährung. Warum investiert denn überhaupt noch jemand in Schweizer Obligationen und in Schweizer Aktien, die in Lokalwährung wahrscheinlich weniger rentieren als, sagen wir, US-Aktien oder US-Staatsanleihen? Der Grund liegt darin, dass bei der Währungsabsicherung der Forward-Kurs, also der Kurs, zu dem du auf Termin die Währung wieder zurückverkaufst in Schweizer Franken, leicht ein anderer ist als der Kurs, der jetzt gilt. Und das muss so sein, weil der Unterschied in diesen beiden Währungswechselkurs widerspiegelt genau den Zinsunterschied zwischen der Zinskurve in diesen beiden Währungsräumen. Als konkretes Beispiel, wenn du würdest, sagen wir, US-Treasury-Obligationen kaufen auf 10 Jahre und die Währung absichern, dann wärst du so investiert, wie wenn du in Schweizer Eidgenossen-Oblis auf 10 Jahre investiert hättest. In diesem Beispiel habe ich jetzt die hypothetische Möglichkeit ausgeblendet, dass die USA jemals ihre Staatsobligationen nicht werden bedienen können oder umgekehrt, dass die Schweiz auf ihren Obligationen Zahlungen oder Zinsen nicht wird leisten können. Wie funktionieren währungsgesicherte ETF? Der Fondsmanager von einem FX gehedged oder von einem währungsgesicherten ETF, der kauft regelmäßig die Heimwährung auf Termin und verkauft die Fremdwährung. Das heisst, er macht so einen FX Forward. Er macht das nicht auf eine lange Zeit von 10 Jahren raus, sondern typischerweise etwa auf einen Zeitraum von 3 Monaten. Und nach 3 Monaten laufen die Forwards aus und er macht das Geschäft einfach neu und ersetzt den auslaufenden Forward durch einen neuen. Wie bei jedem Handelsgeschäft gibt es eine kleine Geldbriefspanne, sogenannte Spread. Die Spreads sind bei FX-Geschäften sehr gering, aber weil es immer wieder neu muss erneuern, alle 3 Monate, auf lange Sicht summieren sich die Spreads auf. Was kostet Währungsabsicherung? Der erste Punkt ist, der Zinsunterschied in diesen beiden Währungen wird neutralisiert. Das ist nicht wirklich Kosten, aber das muss man einfach wissen. Man darf nicht meinen, dass man den besseren Zins einfach so gratis überkommt oder behaltet, wenn man die Währung absichert. Der zweite Punkt ist, die Spreads, also die Geldbriefspanne, wo der Portfolio-Manager im währungsgesicherten ETF immer wieder neu muss bewerkstelligen, die summieren sich auf und die schmälern natürlich auch ein bisschen die Rendite. Und der dritte Punkt ist, ein ETF, der währungsgesichert ist in Schweizer Franken oder überhaupt ein Anlageinstrument mit Währungssicherung in Schweizer Franken, ist natürlich ein Nischenprodukt. Es ist gemacht für den Schweizer Markt, niemand anders kauft es. Wie wir alle wissen, Herr und Frau Schweizer schauen bei den Kosten nicht so genau an. Das heisst,
Man darf auch erwarten, dass vielleicht der Teil oder Produktkosten von so einem Nischenprodukt leicht höher sind als für das Produkt, das für die ganze Weltmarkt gemacht sind. Wann macht Währungssicherung Sinn? Währungsabsicherung macht dann Sinn, wenn du in eine Anlagestrategie mit sehr geringem Risiko investieren willst und es gibt zu wenig Obligationen in deiner Heimwährung. Währungsabsicherung kann auch dann Sinn machen, wenn du glaubst, dass der Schweizer Franken sich sehr stark wird aufwerten, stärker, als es eigentlich die Zinsdifferenz zwischen der Fremdwährung und dem Schweizer Franken würde implizieren. Es gibt übrigens für fast jede Anlageklasse währungsgesicherte Instrumente in Schweizer Franken. Aber selten wird erklärt, dass dabei der Zinsunterschied neutralisiert wird. Ist dir das bewusst gewesen? Wie gehst du mit dem Thema Währungsrisiko um? Mich würde das interessieren. Hinterlasse mir einen Kommentar oder schreib mir auf felix@truewealth.ch. Und mit dem bis zum nächsten Mal.